Hat jemand Idee für Tattoos? Ich habe leider keine Idee mehr. Wollte eigentlich eine Schlange am Arm haben, darf ich aber nicht. Wer verbietet dir das? Achso, meine Eltern sind da. Sie sagen, die Schlange ist ein Teil des Teufels. Und weil sie so christlich sind, darf ich das nicht. Wenn du es selber auch so empfindest, cool. Aber du tätowierst dich nicht für deine Eltern. Also generell. I don't know. Tätowiert man sich, um es irgendjemandem recht zu machen? I doubt it. Ich möchte nicht der Mensch sein, der euch auf blöde Gedanken bringt. Aber ich bin der Meinung, wir sind nicht auf der Welt, um es unseren Eltern auf Ach und Krach recht zu machen, alright? Man wird nicht gefragt, ob man auf diese Welt kommt, ja? Keiner fragt dich, ob du auf diese Welt kommst. Und dann kommst du in diese Familie, in die du reingeboren wirst. Und dann musst du auch noch, du konntest es dir nie aussuchen. Und jetzt musst du den Menschen, egal wie sie drauf sind, egal was sie glauben, egal was sie tun, egal was sie denken, denen es recht machen, obwohl du vielleicht nicht so denkst. Und das ist nicht euer Job. Das ist nicht unser Job. Wir sind nicht auf der Welt, um es unseren Eltern recht zu machen. Wenn du Schlangen geil findest, dann finde ich, solltest du das Recht haben, dir eine Schlange auf die Stirn zu tätowieren, wenn du das wolltest. Auch wenn deine Eltern das nicht cool finden. Das ist meine Meinung. Ich sage damit nicht, tu es auf jeden Fall, weil Eltern sind, die muss man ehren und schätzen, wenn sie gute Eltern waren. Ich betone, wenn sie gute Eltern waren, weil auch Eltern, auch den Titel Mama und den Titel Papa musst du dir erstmal verdienen. Nur weil du ein Kind gezeugt hast, hast du noch lange nicht das Recht auf den Titel. Du kannst halt auch echt verdammt schlechte Eltern sein. Ganz einfache Kiste. Und wenn du dir diesen Titel verdient hast, dann können wir darüber generell nochmal reden. Aber generell sich schief und schäl zu machen, nur um es den Eltern recht zu machen, da bin ich komplett raus aus der Nummer. Verstehe ich nicht. Verstehe auch Eltern nicht, die das von einem verlangen. Ich verstehe, dass sie sich viel Mühe gegeben haben mit einem und sie könnten sich, weiß Gott, was aufgerissen haben für einen. Am Ende des Tages ist das alles, was man tut, tut man am Ende des Tages für sich selber. Um am Ende besser schlafen zu können, um am besten sich selber besser leiden zu können, um ruhige Nächte zu haben und. Eure Eltern tun das, weil sie euch lieben, geben euch hoffentlich so viel Weisheit und so viel Liebe mit, wie nur möglich. Aber am Ende des Tages seid ihr denen nichts schuldig in dem Sinne, dass ihr euer Leben so verkramen müsst, dass es ihnen passt, sondern wichtig ist, dass ihr am Ende euch selber leiden könnt und euren Eltern nicht irgendwann vorwerfen müsst, wegen dir habe ich dies, jenes nicht gemacht. Irgendwann kommt ihr in ein Alter, wo ihr denkt so, boah, nee, wenn ich das jetzt noch mache, wenn ich jetzt noch mit so Mitte 40 mir eine Schlange auf meinen Arm tätowieren lasse, dann denken die, ich bin komplett durchgedreht. Oder du denkst, dass du gar keine schlechte Kindheit hattest, weil du wurdest ja nicht geschlagen oder so. Um mit Mitte 30 mitzubekommen, dass deine Eltern verdammt viel falsch gemacht haben und 80% deiner mentalen Kacke damit zusammenhängt, wie du aufgewachsen bist. Und das ist meistens so. Ich würde Eltern in dem Punkt nicht mal sagen, das haben die bewusst falsch gemacht. Ich denke mal, ich traue meinen Eltern das nicht zu, dass sie das böswillig gemacht haben zum Beispiel. Ich würde Eltern generell nicht anmarkieren, dass sie Fehler einer Boshaftigkeit so bewusst. Ich glaube, meistens liegt das daran, dass sie es nicht besser wussten oder selber total wack großgezogen wurden oder weil sie keine andere Möglichkeit hatten. Ich bin dann immer so, ich versuche mal so, das so mir persönlich so nice wie möglich zu gestalten, weil wenn man sich wirklich eingestehen müsste, mal angenommen, was in meinem Fall Gott sei Dank immer auf Holz klopfen, nicht der Fall ist, dass Eltern sowas mit einem miesen Hintergedanken machen, dann müsste ich mein komplettes Leben und meine komplette Erziehung und alles, was da dran hängt, komplett in Frage stellen. Und dafür mag ich das Produkt, was dabei rausgekommen ist, eigentlich zu sehr. Aber ich verstehe deinen Gedanken. Und manche Dinge muss man auch nicht entschuldigen. Ich gebe dir recht, dass das ein
die Eltern nicht verbieten sollten. Aber wenn die Eltern das mit dem Teufel verbinden, könnte es sein, dass sie den Teufel nicht im eigenen Haus haben wollen. Wäre ich also vorsichtig, wenn es irgendwie an die Religion rangeht und die Eltern sich dann vielleicht entscheiden müssen, Religion oder Tochter. Ja, ich will ja jetzt so, was so Werte und sowas betrifft, niemandem auf den Schlips treten. Aber wenn du dich jemals zwischen deinem Kind und deiner Religion überhaupt schwer tust, darüber nachzudenken, dann hast du schon Game Over. Dann würde ich mir 15 Schlangen auf meinen ganzen freaking Körper tätowieren lassen, nur aus Prinzip. Also, versteh mich nicht falsch, aber wenn meine Eltern sagen würden, meine Religion oder du, verstehe die Frage nicht. Ich verstehe literally die Frage nicht. Vielleicht kann ich das halt so rausposaunen, weil ich mit Religion jetzt nicht so den Drill habe irgendwie. Und für mich das nicht in Frage kommt, dass irgendwas in die Gewichtung mit deinem Kind kommt. Also es gibt keine Gewichtung für mich. Es sind vielleicht die Werte, die ich halt mitbekommen habe. Ich wüsste nicht, was sich dazwischen stellen sollte. Und wenn es ein Tattoo ist, dann ist halt kritisch.